Motor ist das Herzstück eines jeden Sportwagens. Und wenn ein Hersteller wie Porsche nach über 50 Jahren dem Saugmotor Ade sagt und den deutschen Sportwagen schlechthin mit einem Turbomotor ausstattet, dann ist das eine signifikante Veränderung, die uns hier bei Autobild Sportscars sehr interessiert hat. Wir sind heute unterwegs im Basismodell, schauen uns einfach mal an, wie sich das Ganze hier auf den fränkischen Landstraßen fährt. Und ja, mein Kollege Andi und ich sind wirklich sehr gespannt darauf, wie sich der Charakter dieses 911ers durch den Wechsel zum Turbomotor verändert hat. Was mir persönlich beim 911er immer sehr gut gefallen hat, war, dass das Auto auch schon in tiefen Drehzahlen einen richtig tollen Sound und ein richtig tolles Ansprechverhalten hatte. Und beim Sound, muss man leider sagen, haben die Turbolader so ein bisschen einen Schalldämpfer-Effekt. Das heißt, wenn ich jetzt hier in diesem Auto, wo wir wohlgemerkt den optionalen Sportauspuff schon verbaut haben und ich hier alles jetzt auf Sport und auf laut gestellt habe, wenn ich in diesem Auto mit diesem Motor ab 1500 Umdrehungen beschleunige, höre ich leider nicht allzu viel. Das ist eine große Veränderung und eine Umgewöhnung für viele Porsche-Fahrer, denke ich. Man hört das Laderpfeifen, aber man hat nicht mehr dieses Bollern, diesen bollernden Sound, der den 911er so, ja, spaßig zu fahren macht, auch schon bei niedrigen Geschwindigkeiten und bei niedrigen Drehzahlen. Oben raus ist das Ganze relativ linear vom Sound her und wird erst nochmal richtig emotional kurz vorm roten Bereich. Das ist ein bisschen schade. Porsche war schon wirklich wie ein Instrument immer zu fahren. Man hatte verschiedene Drehzahlbereiche, wo man wirklich auch unterschiedliche Soundfacetten einfach abrufen konnte. Das habe ich hier nicht mehr bei diesem neuen Motor. Ja, wir sind hier mit dem Basismotor unterwegs, 3 Liter Biturbo, wie schon beschrieben, und der hat 370 PS und 450 Newtonmeter. Wir wollen jetzt mal gucken, wie das Ansprechverhalten, der Ladedruckaufbau, allgemein die Aufladung von dem Motor ist. Wir sind jetzt im 3. Gang bei 2000 Umdrehungen und treten einfach mal voll durch. Und wie man vielleicht schon an der Geräuschkulisse hört, das Auto braucht eine Gedenksekunde, bis es den Ladedruck dann aufbaut, bis der Turbolader auf Drehzahlen kommt. Wenn der Turbolader dann kommt und man diesen Punch erwartet, dann wird man allerdings ein bisschen enttäuscht, denn der Punch vom Turbo, der bleibt aus. Es ist extrem linear, wahrscheinlich auch so gewollt, angelehnt an den Saugmotor, aber die Aufladung, die kaschiert man dadurch ein bisschen, Performance verliert man dadurch ein bisschen und es fühlt sich untenrum einfach nicht so kräftig an wie andere Turbomotoren, auch wie Turbomotoren, die wir schon von Porsche kennen, zum Beispiel im 911 Turbo. Und da haben sie hier eben versucht, eine extrem lineare Charakteristik zu bekommen. Kehrseite ist eben, dass es sich anfühlt wie der Saugmotor, dass es extrem linear ist und dass es nach oben auch wirklich schön ausdreht. Leider fehlt die Emotion dabei, denn auch ein Turbomotor kann emotional sein, nämlich dann, wenn er einfach das sein darf, was er ist, Turbo aufgeladen. Und wenn er sich nicht versteckt, denn Sound, ja, den verliert man immer, aber leider ist in modernen Turboautos immer so, dass die Hersteller versuchen, die Aufladung zu kaschieren. Lasst doch den Turbolader, den Turbomotor einfach mal Turbo sein. Und dann ist hier auch viel mehr Emotion und man muss nicht versuchen, mit Soundsymposern oder Sound über die Lautsprecher hier irgendwas zu kaschieren, was einem beim Wechsel vom Sauger auf den Turbo verloren geht.